Victas kündigt seinen Spin-Pips D1 als Kurznoppenbelag mit dem höchsten Spin-Potenzial an. Ob wir diese These bestätigen können, seht ihr in diesem Video. Der Spin-Pips D1 gilt laut Victas als Nachfolger des legendären TSB Super Spin-Pips. Die sehr elastischen, relativ dünnen, kurzen Noppen sind leicht konisch aufgebaut. Die Köpfe geriffelt und griffig. Als Unterlage dient ein gelb-oranger, feinporiger, sehr weicher Schwamm. Die Kombination bringt ungeschnitten nur etwa 47 Gramm auf die Waage. Übrigens wird beim D1 das Obergummi in China hergestellt, während der Schwamm in Japan gefertigt wird. Preislich ordnet sich der Belag regulär knapp unter der 40-Euro-Marke ein. Im Dots-Test präsentiert sich der D1 mit einer relativ gemäßigten Grundgeschwindigkeit, einer durchschnittlichen Dynamik und einer für einen Kurznoppenbelag durchaus soliden Spinfreudigkeit. Schon bei den ersten Schlägen wird klar, dass sich der Spin-Pips D1 durchaus mit einer, wenn auch leicht angepassten, Noppeninnentechnik spielen lässt. Der D1 zeigt im frontalen Kontern eine relativ hohe Geschwindigkeit und einen flachen Ballabsprung. Das Fenster zwischen Netz und über den Tisch hinausfliegen ist somit relativ klein. Der Ballanschlag ist recht weich. Insgesamt vermisst man als Noppeninnenspieler dieses explosionsartige, kompakte Spielgefühl eines eben solchen Belages. Um es nochmal anders zu sagen, das Tempo des D1 ist zwar durchaus hoch, es fühlt sich aber beim Schlagen nicht so an. Das tischnahe Blocken gelingt mit dem D1 nach Anpassung des Schlagwinkels recht gut. Die Spin-Anfälligkeit ist relativ niedrig, sodass der Schläger auf jeden Fall geöffnet werden muss. Zudem empfiehlt es sich mal wieder, die Bälle früh über dem Tisch zu nehmen. Einen Störeffekt konnten wir in unserem Test übrigens nicht feststellen. Richtig schwer wird es, mit dem D1 so richtig Druck in die Bälle zu bekommen. Aufgrund der Weichheit und der relativ hohen Streuung sind Schüsse enorm anspruchsvoll zu spielen. Wenn man dies doch schafft, fehlt es unserer Meinung nach an Durchschlagskraft bzw. einer hohen Endgeschwindigkeit. Demnach ist der Spin-Pips unserer Meinung nach für das harte frontale Spiel eher ungeeignet. Auch wenn der Name es versprechen mag, der Spin-Pips D1 ist in Sachen Topspin leider kein Wolf, sondern eher ein Schaf. Tischnah muss man den Schläger auch hier weit öffnen und den Topspin selbst mit einer liftartigen Bewegung ausüben. Aufgrund der eher geradlinigen Flugbahn muss man eben auch aufpassen, dass die Bälle nicht über den Tisch hinaus katapultiert werden. Auch hier liefert der D1 eine tendenziell zwar schon hohe Geschwindigkeit, aber eben nicht diesen kompakten Katapulteffekt ab. Das Schupfen über dem Tisch ist machbar, allerdings sollte man den Spin-Pips dafür eher nur im Notfall einsetzen. Es ist nämlich nicht ganz einfach, dabei flache Bälle und Ablagen zu spielen. Zudem fehlt es spürbar an Unterschnitt. Der D1 ist hinterm Tisch in Sachen Abwehr durchaus zu gebrauchen. Mit einer schaufelartigen Schlagbewegung lassen sich die Bälle recht sicher und mit giftigen Flugbahnen auf den Tisch befördern, sind dann meist aber effektlos und werden vom Gegner eher über- als unterschätzt.
Überraschenderweise lässt sich der D1 im Aufschlagspiel recht variabel einsetzen und man ist damit in der Lage, verschiedene Spin-Variationen hervorzuzaubern und damit den Gegner zu verwirren. Eigentlich hatten wir uns mit dem Namen etwas mehr in Sachen Spin-Entwicklung vom Spin-Pips erhofft. Doch die Kurznoppenlegende hat uns persönlich diesbezüglich doch etwas enttäuscht. Der D1 ist zwar eine der Kurznoppen, die sich nahe an einem Noppeninnenbelag spielen, bietet dafür aber keine wirkliche Gefährlichkeit für den Gegner.